that the phone comes with an off button. Das Handy hat eine Aus-Taste. Many of you need this revelation. Viele von euch brauchen diese Offenbarung. Phone comes with an off button. Das Telefon hat eine Aus-Taste. So I've made a decision. Also traf ich eine I'm Entscheidung. not going to throw the phone out because it's distracting me. Ich werfe das Handy nicht weg, weil es mich ablenkt. But I'm going to use it to serve the kingdom of God, to serve me. Aber ich benutze es, damit es dem Reich Gottes und mir dient. But I will not allow it to distract me because that's what the world is trying to do to us all day long. Aber ich lasse nicht zu, dass es mich ablenkt, denn das ist es, was die Welt die ganze Zeit versucht, mit uns zu machen. Never take my phone into the bedroom next to my bed. Deshalb nehme ich mein Handy nie mit in mein Schlafzimmer ans Bett. My bed is for sleeping, not for using the phone. Mein Bett ist zum Schlafen da, nicht um das Handy zu I have benutzen. prophetic dreams at night when I sleep. Ich möchte nachts prophetische Träume haben, wenn ich schlafe. You know, once I understood that, Als ich das verstanden habe, I never again felt bad when people get angry at me and say, you woke me up at 3 o'clock in the morning by sending me a message. fühlte ich mich nie wieder schlecht, wenn Leute wütend auf mich wurden und sagen, du hast mich um 3 Uhr morgens geweckt, als du mir eine Nachricht schicktest. Well, if you don't turn your phone off at 3 o'clock in the morning but have it next to the lights and turned on, don't blame me for that. You made that choice. Wenn du dein Handy um 3 Uhr morgens nicht ausmachst, sondern es nachts eingeschaltet neben dir liegen hast, beschuldige mich nicht für diese Entscheidung. Because sometimes I'm at the other side of the world and there it's not 3 o'clock in the morning. Manchmal bin ich auf der anderen Seite der Welt und dort ist es nicht 3 Uhr Sometimes morgens. I get up at 1 o'clock in the morning, I pray until 3 and then 3 I start to work. Manchmal stehe ich um 1 Uhr morgens auf, bete bis 3 und arbeite dann. Now, I don't expect you to work at 3, but don't just keep your phone turned off. Ich erwarte nicht, dass du um 3 Uhr arbeitest, aber lass dein Handy So aus. think about every area of our life, how easily we get distracted. Denk darüber nach, wie leicht wir uns in jedem Bereich unseres Lebens ablenken lassen. And we actually get distracted by things that are not even bad. Wir werden von Dingen abgelenkt, die nicht mal schlecht sind. So the question is not what do we have and what do we use? The question is what has conquered our heart? Die Frage ist nicht, was wir haben und was wir benutzen. Die Frage ist, was hat unser Herz erobert? Because being distracted by the things of this world means these things have now conquered our heart. Wenn wir uns von den Dingen dieser Welt ablenken lassen, bedeutet das, diese Dinge haben unser Herz eingenommen. So look, Also schau, is it good or bad to be married? ist es gut oder schlecht, verheiratet zu sein? Very much depends on how you live married. Das hängt davon ab, wie du deine Ehe führst. For a lot of people it's bad. Für viele Menschen ist es schlecht. For Daniel it's very, very good. Für Daniel ist es sehr, sehr gut. Because he made a smart choice to marry a smart lady. Er traf eine kluge Entscheidung und heiratete eine kluge Frau. Made another smart choice, he learned from my own mistakes. Er traf eine weitere kluge Entscheidung. Er lernte aus meinen eigenen Fehlern, He doesn't have to go through what I went through. damit er nicht dasselbe durchmachen muss, was ich durchmachte. A smart guy listens to wise people, Er ist ein kluger Mann, der auf weise Menschen hört. follows Jesus. Er folgt Jesus. So I'm sure that Daniel's marriage is going to be incredibly wonderful. Ich bin mir sicher, Daniels Ehe wird unglaublich wundervoll He sein. allows people who are important and wise people to speak into his life. Er lässt Menschen, die wichtig und weise sind, in sein Leben sprechen. So look, is marriage good or bad? Ist die Ehe also gut oder schlecht? Marriage can be either way. Nun, die Ehe kann beides sein. I've literally seen people who were distracted after they got married. Ich habe Menschen gesehen, die nach ihrer Heirat regelrecht abgelenkt They wurden. lose their fire for Jesus. Sie haben das Feuer für Jesus They verloren. lose their passion for the kingdom. Sie haben die Leidenschaft für das Reich Gottes verloren. Suddenly, the husband and the wife actually becomes a thing of this world. Plötzlich wurden Mann und Frau zu einer Sache dieser Welt. Think about this. Denk darüber nach. Every single thing in your life can be a thing of this world that distracts you. Jede Sache in deinem Leben kann eine Sache dieser Welt sein, die dich ablenkt. But if he enjoys the wife that God has given him, Wenn Daniel sich an der Frau erfreut, die Gott ihm if gab, he will serve the kingdom of God together with his wife und wenn er dem Reich Gottes zusammen mit seiner Frau dient and enjoy the kindness of God to giving him a beautiful partner, und die Güte Gottes genießt, die ihm eine wunderbare Partnerin geschenkt hat, then instead of being a thing of this world, it's a gift of God. dann ist die Ehe kein Ding dieser Welt, sondern ein Geschenk Gottes. You know, once we understand this, then basically every single thing can be a distraction of this world or a gift of God. Wenn wir das verstehen, kann im Prinzip jedes Ding eine Ablenkung dieser Welt oder ein Geschenk Gottes sein. The Bible actually talks a lot about the importance of communion over food. Die Bibel redet viel über die Bedeutung des Abendmahls in Bezug auf das Essen.
Think about it. Denk darüber nach. We can sit together, have the most incredible meal, enjoy the goodness of God, enjoy one another. It's a beautiful divine thing. Wir können zusammensitzen, die tollsten Mahlzeiten einnehmen, die Güte Gottes genießen und uns aneinander freuen. Das ist eine wunderbare, göttliche Sache. Our meals can be a spiritual thing, Unsere Mahlzeiten können eine geistliche Sache or sein they can be a distraction of this world, oder eine Ablenkung dieser Welt sein, where the food becomes the center, wo das Essen zum Zentrum wird not the goodness of God. und nicht die Güte Gottes. So look at your life, look at everything that you have, everything that you do. Schau dir dein Leben an, schau dir alles an, was du hast, alles, was du Ask tust. yourself this very important question. Stelle dir diese sehr wichtige Frage. Anything that's in my life, has it conquered my heart or is it just part of my life? Hat irgendetwas in meinem Leben mein Herz eingenommen oder ist es nur ein Teil meines Once it Lebens? has conquered your life, it will be a distraction of this world. Wenn es dein Leben eingenommen hat, wird es eine Ablenkung dieser Welt sein. Sorry, once it's conquered your heart. Sorry, wenn es dein Herz erobert hat, wird es eine Ablenkung dieser Welt sein. Because now your heart has been taken away from your single passion, which is Jesus. Denn jetzt ist dein Herz von der einzigen Leidenschaft für Jesus abgelenkt worden. And this becomes a very dangerous thing. Das wird sehr gefährlich. So look, God doesn't want us to live an isolated life in the monastery because that doesn't solve any problem. Gott will nicht, dass wir ein isoliertes Leben in einem Kloster führen, denn das ist keine Lösung. If you think that in a monastery by yourself you are free from the distraction of the world, you're a fool. Wenn du denkst, dass du im Kloster frei von der Anziehungskraft der Welt bist, bist du ein Narr. What about all the abuse in monastery? Was ist mit all dem Missbrauch im Kloster? What about all the sexual abuse? Was ist mit all dem sexuellen Missbrauch? You see, the sin is in the heart of man. Du siehst, die Sünde liegt im Herzen der So Menschen. what we have to understand is Was wir verstehen müssen ist, everything in this world, of course, we're not talking about sinful things. alles in dieser Welt, wir reden hier natürlich nicht von den sündhaften Dingen. That's very clear. Sin is sin. Das ist ganz klar, Sünde ist Sünde. Basically, everything in this world can be your servant or can be a distraction. Im Grunde kann alles auf dieser Welt dir dienen oder dich ablenken. You choose by the attitude you take in your heart. Du entscheidest durch die Haltung, die du in deinem Herzen einnimmst. Money can be a distraction of this world that takes me off the path. Geld kann eine Ablenkung dieser Welt sein und mich vom Weg abbringen. Money can be an incredible servant and a gift of God where I can be blessed and where I can release many others to blessing. Geld kann ein unglaublicher Dienst und eine Gabe Gottes sein, mit der ich gesegnet werde und viele andere freisetzen kann, um gesegnet zu werden. I told you how I bought a pastel and the juice for this Uber driver. Ich habe dir erzählt, wie ich diesem Taxifahrer etwas Gebackenes und einen Saft kaufte. 30 Brazilian reais, that's what, $6. 30 brasilianische Reais, das sind $6, To conquer the heart of a guy and get him saved. die das Herz dieses Mannes eroberten und ihn gerettet haben. Think about it. Denk mal darüber nach. Your car, Dein Auto, your vacation, dein Urlaub, every single thing that is in this world, jede einzelne Sache auf dieser Welt it can be a distraction that draws your heart away from Jesus. kann eine Ablenkung sein, die dein Herz von Jesus wegzieht. Or it can be an incredible servant to serve you and actually continue you on the path. So Oder es kann ein unglaublicher Helfer sein, der dir dient und dich auf dem Weg im Dienste Jesu weiterbringt. for 40 years, Debbie had to decide to go to Bora Bora. 40 Jahre lang hatte Debbie den Wunsch, nach Bora Bora zu fliegen. And finally, I took her. Und schließlich flog ich mit ihr hin. And I'm telling you, it was one of the most incredible experiences in my whole life and in my marriage. Das war eine der unglaublichsten Erfahrungen in meinem ganzen Leben und in meiner Ehe. I was so excited finally making her dream happen. Ich war so froh, dass ich ihren Traum endlich wahr machen konnte. And I had so many prophetic dreams and experiences there at Bora Bora. Ich hatte so viele prophetische Träume und Erlebnisse auf Bora Bora. I've got dealing with my own heart right there. Dort arbeitete Gott an meinem Herzen. You know, and I was there and I kept thinking, Ich war dort und dachte ständig, how many people go to this heart, to this beautiful place. I've never seen a more beautiful place in my life. wie viele Menschen gehen an diesen wunderschönen Ort. Ich habe in meinem Leben noch keinen schöneren Ort gesehen. To them, it's a distraction of this world. Und für sie ist es eine Ablenkung dieser Welt. To me, every day was a divine encounter and a sign of God's goodness to me. Für mich war es jeden Tag eine göttliche Begegnung und ein Zeichen der Güte Gottes. Every single thing that is in this world Jedes einzelne Ding auf dieser can be a Welt distraction, kann eine Ablenkung sein or it can be an incredible gift from God for you. oder ein unglaubliches Geschenk Gottes für It all dich. depends on you and your heart. Es hängt alles von dir und deinem Herzen ab. So, my friend, Deshalb, mein Freund, don't love anything from the system of this world to conquer your heart. lass nicht zu, dass irgendetwas aus dem System dieser Welt dein Herz erobert. Think how this world is governed by selfishness, self-focusedness, and greed.
Schau, wie diese Welt von Egoismus, Selbstbezogenheit und Gier regiert wird. So a lot of Christian stuff is actually very, very worldly. Daher sind viele christliche Dinge sehr weltlich. And a lot of worldly stuff is actually very, very Christian. Und viele weltliche Dinge sind eigentlich sehr christlich. I hope this didn't confuse you. Ich hoffe, das hat dich nicht verwirrt. So I've decided Ich habe beschlossen, nothing will distract me, nichts wird mich ablenken. but I will enjoy the goodness of God. Ich werde mich an der Güte Gottes erfreuen. Let's raise up a generation that shows this world. Lasst uns eine Generation erwecken, die dieser Welt zeigt, We have an incredible, good and kind God. dass wir einen unglaublich guten und freundlichen Gott haben, Cares about us, der sich um uns kümmert, and we will never be distracted by anything or anyone away from single-heartedness following Jesus. und wir werden uns niemals von irgendetwas oder irgendjemandem davon abbringen lassen, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Guys, Leute, we enjoy serving you. es hat uns Spaß gemacht, euch zu dienen. Remember, Denkt daran, join our channel if you're not part of it. abonniere unseren Kanal, wenn du noch nicht dabei Send bist. it to your friends. Schick den Link deinen We'll Freunden. see you next time. Bis zum nächsten Mal. Hallo meine lieben Freunde, wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche 2 ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein, Brazilian Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.